von Skifix Berlin. Und ich zeige euch jetzt, was ihr machen könnt, wenn ihr Probleme mit eurer Kette habt. Es kann sein, dass die Kette verrostet ist oder durchhängt oder runterfliegt oder vom Ritzel springt. Zuerst überprüfen wir, ob die Kette ausgeleiert ist oder verschlissen. Das könnt ihr entweder machen mit einer Verschleißanzeige oder mit einem Schraubenzieher. Mit der Verschleißanzeige macht ihr das so. Ich setze die hier mit dem kurzen Ende zwischen zwei Kettengliedern und lasse die nach vorne kippen. Und wenn die hier so ganz reingeht, dann ist die Kette schon auf jeden Fall ziemlich abgenutzt. Und ihr könnt überlegen, ob ihr sie austauschen wollt. Wenn ich die Kette hier einsetze mit dem kurzen Ende und sie nach vorne kippe und die nicht reingeht, dann ist die Kette noch okay. Grundsätzlich müsst ihr die Kette aber auch nur austauschen, wenn sie Probleme beim Fahren macht. Mit dem Schraubenzieher könnt ihr das so überprüfen, haltet die Pedale fest und geht mit dem Schraubenzieher hier unter die Kette und hebt die so ein bisschen an. Und wenn die sich so mehr als 3 mm vom Kettenblatt entfernen lässt, ist das auch auf jeden Fall ein Anzeichen dafür, dass die schon ziemlich abgenutzt ist. Ich habe jetzt hier eine Kette mit Kettenschloss. Das suche ich jetzt. Hier ist das Kettenschloss. Um das zu öffnen, kann ich entweder meine Hände nehmen und das so einfach zusammendrücken. Oder ich nehme diese Zange, die ist relativ flach vorne, sodass sie zwischen die Kettengliedern kann. Und genau, die setze ich hier ein. Und dann drücke ich die zusammen, dann geht das Kettenschloss auf. Okay, jetzt machen wir hier die Kette auf. Die hat kein Kettenschloss, deswegen brauchen wir den Kettennieter. Das lege ich hier an und dann drehe ich das hier so durch. Und jetzt ist wichtig, dass der Stift nicht ganz durchgeschoben wird, damit wir es hinterher wieder zumachen können. Genau, jetzt kann ich die Kette einmal ausfädeln. Das geht eigentlich meistens relativ einfach. Ich habe hier so ein Papier drunter gelegt, damit die Kette nicht so sandig wird, falls sie runterfällt. Jetzt ist das passiert, was nicht passieren soll. Es geht. Okay. Genau. Also, wenn ich eine alte Kette habe und eine neue Kette, dann kann ich die so nebeneinander halten und dann sehe ich, je nachdem, wo die alte Kette aufhört, wie weit ich die neue Kette kürzen muss, damit die sozusagen die gleiche Länge bekommt. So, jetzt fädle ich die Kette wieder auf. Okay, ich zeige jetzt, wie die Kette hier hinten durchs Schaltwerk gefädelt wird. Dazu lege ich sie von oben an auf ein Ritzel, das gerade parallel zum Schaltwerk steht. Und die muss grundsätzlich so hier einmal so durchgefädelt werden. Das ziehe ich so ein bisschen auseinander, dann klickt es kurz und dann ist die Kette wieder zu. Dazu schiebe ich die beiden Kettenteile ineinander und jetzt muss ich mit dem Kettennieter von der anderen Seite hier ansetzen, so
So. Wenn du gerade keine neue Kette kaufen möchtest und die sehr stark durchhängt, dann kannst du es auch erstmal probieren, ein Kettenglied rauszunehmen. Das habe ich vorhin mit dem Kettennieter gezeigt, wie das geht. Und probieren, ob die Kette dann wieder besser läuft. Ja, das war's. Danke fürs Gucken. Schaut auf unserem YouTube-Channel vorbei und schreibt Themen unten in die Kommentare, wenn ihr noch weitere Videos haben wollt. Ciao!